Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir, also ich in dem Fall, spiele Stories Path of Destinies. Ja, noch ein recht neues Spiel, zumindest wo ich es aufnehme, aber auch dann, wenn ich es euch eigentlich jetzt zeigen will. Und es ist einfach ein etwas anderes Rollenspiel. So anders ist es gar nicht, muss man eben einmal kurz in die Optionen rein. Aha. Alles gut. Und dann fangen wir ein neues Spiel an. Ja. Ich hatte natürlich schon mal einen Spielstand angefangen, weil ich musste es mir eben kurz angucken. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Okay, so fängt's also an. Ich bin gespannt. Wie gesagt, die ersten Minuten hatte ich schon mal gespielt, weil ich mir vor der Aufnahme der Regeln des Spiels zumindest immer eben schon mal kurz anschaue, prüfe, dass es mit der Aufnahme klappt und so. Naja, das Übliche halt. Und ja, ein paar Minuten habe ich angespielt. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich habe mich vorher natürlich ein bisschen über das Spiel informiert. Aber ich denke, das meiste werden wir jetzt einfach gleich während des Spielens erfahren. Ja, ein Ladebalken, auch ganz wunderbar. Super, sagt man. Speichert. The kid was looking down, watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Genau, ja. Steuerung ist eigentlich ganz eingängig. Eingängige Gamepad-Steuerung. Schlagen. Naja, alles Wichtige lerne ich ja gleich eh. The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. "Hey," Reynardo said. They cocked their heads at him. "Pick on someone as ugly as you." Wait, that didn't come out right. "For the Emperor!" The ravens cawed and rushed at him. Genau, ist ja, sieht man ja, ist ja recht einfach hier. So, da kommen noch ein paar mehr Gegner, genau, man kann Angriffe unterbrechen. Ja, und das Gute ist, wenn man hier einen Gegner kontert, dann ist der doch erstmal etwas außer Gefecht gesetzt. A dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. So, greifen, zielen, loslassen. So. Wirf einen Raben runter.
Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero's sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Renato going to get a hero sword? Ganz einfach. Wir öffnen die Kiste. Ore and wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop though. Genau, die stehen halt immer in der Welt rum und dann können wir uns hier das erste Schwert schmieden. Genau, zeigt die Level- und Spezialkraft des nächsten Levels auch und welche Materialien wir zum Upgrade brauchen. Hero Sword. QED. Genau, und wie wir sehen, es gibt auch noch andere Schwerter, die braucht man dann halt auch später teilweise, um extra Räume aufzumachen. Extra Abschnitte. Was das dann teilweise bringt, kann ich gar nicht so genau sagen. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Renato's jokes even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. So. Dann folgen wir doch mal dem Lausebengel. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Renato. Ah, ja. Ah, ravens. It was time to talk some sense into the kid. He took his way across the ledge and chased the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Genau, das hoffen wir. Altar benutzen. Fähigkeiten, da sieht man hier halt schon, es gibt unterschiedliche Fertigkeiten, Bäume. Wir decken im Laufe des Spiels Wahrheiten auf und die bringen uns dann die nächsten Stufen. Genau, es gibt natürlich auch eine Fähigkeiten-Info, Fertigkeiten, Punkte kann man ausgeben und jetzt kann ich gerade hier nur ja, das hier kaufen, den Hakenschuss. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Ja, und jetzt können wir hier, whoop. Das geht eigentlich ganz gut. Genau, jetzt dürfen wir es auch natürlich eben ein paar Mal üben. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Well, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter! The kid ran for it, and a goggler nailed him with its eye beam. Tja. Dann warten wir doch mal eben hier. Ja, bei denen muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man vor denen, also in deren Lichtstrahl steht, dann kriegt man ordentlich Schaden ab. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes, in a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels?
the kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renato picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. So, genau, hier in den Kisten. Mal kurz gucken, ob wir noch was anderes drin haben. Geht nicht. In den Kisten ist halt sonst auch mal Lebensenergie drin, ne? Oder wie in diesem Fall Herz. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. "Where are you running, rebel?" cawed the Raven captain over the loud hailer. Renato could see them cranking up their catapults. "Just going out for milk?" Renato yelled back. "Where can you run?" laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. "Take us to the rebel base! I will spare your life!" it called. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven, a sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time, unless Renato could bring a game-changer. Maybe he could. Renato had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper? Ja, in diesem Spiel muss man sich immer mal entscheiden. Wollen wir jetzt Renato helfen oder den Sky Ripper bauen? Und ich denke, wir probieren es einfach mal hiermit aus. Ah, Lapino. Apparently, the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Ja, dann bin ich ja mal gleich gespannt, was da passiert. Jetzt kommt für mich auch schon ein neuer Teil. Ich hatte nur dieses Intro eigentlich so mehr oder weniger angespielt. Und bin gespannt. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? If I craft a sword now, it's going to be really short. Genau, nur um mal eben zu zeigen, es gibt ja auch noch die Juwelen. Die findet man dann vermutlich während des Spiels und da kann man halt 3 ausrüsten. Da haben wir aber jetzt, wie man sieht, noch nicht wirklich was. Und ja, wie gesagt, für die Schwerter haben wir auf jeden Fall noch nicht genug Material. Das kann ich, denke ich mal, schon so sagen. Geht's nun hier lang? Ja. Take a leap of faith, said the inscription. Und wie man sieht, überqueren wir jetzt einen Großteil der Insel. People were frightened these days. Just 2 weeks past,
Reynardo had sneaked through an empty town and listened to the raven's call about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Reynardo's blood was up. He just needed to Da hinten kommen wir noch nicht rein, da bräuchten wir das Feuerschwert für. Das haben wir noch nicht. Hier vorne ist wieder so ein Altar, sprich hätten wir jetzt genug Erfahrungspunkte gesammelt, könnten wir uns da auch auffinden. Ein bisschen mehr Erz. Müssen wir jetzt wohl hier lang? Ja, das Beste ist eigentlich wirklich Mist. Das Beste ist eigentlich, einen Angriff zu kontern. Und wie man sieht, da oben hat man das gerade eben vielleicht ganz kurz gesehen. Die regenerieren auch wieder die Jungs. Ich hoffe, ich kriege ja gleich ein paar Kisten. Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Reynardo felt a little better. Ja, was ich echt super finde, wo ich auch ganz froh bin, dass sie nicht einen deutschen Sprecher haben. Aber man hat hier unten sonst auch die deutschen Texte, um zur Not der Geschichte auch einfach zu folgen, wenn man das Englische nicht so mächtig ist. Der Sprecher ist richtig gut, meiner Meinung nach. Also der gefällt mir richtig gut. Okay. Mhm. Gehen wir doch da lang. Oh, unten ist eine Kiste. Und da vorne ist auch gleich ein Altar. Das finde ich gut. Ah, wir kriegen wieder ein paar Essenzen. Ich will mal eben kurz gucken. Nicht, dass ich da was übersehe. Das hat sich jetzt gar nicht gelohnt, glaube ich, das Leben aufzusammeln, ne? Nee. Weil wir eh voll waren. Dann gehen wir doch erstmal an den Altar. Reynardo felt like he was ready to learn new things. Thank goodness he didn't have to go to school for that. Mhm. Benutzen wir den. So. Wir könnten Übernatürliches stürzen. Ah, dann kann man sich schneller bewegen. Ach, das ist auch das Einzige, was wir jetzt gerade machen können. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot. Like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Oh, das ist doch ganz nett. Das können wir vermutlich... Ja. Can't we just agree to disagree? Said Reynardo. No? Cool. Gefällt mir. Macht den Kampf ein bisschen... kurzweiliger. Ich vermute, ich werde es auch bald brauchen. 320 Erfahrungspunkte fehlen mir noch zum nächsten Level up. Oh, und ich sehe auch gerade, ich würde nicht mehr zurückkommen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, sollte ich gleich noch irgendwie die kriegen, brauche ich gar nicht erst zurückgehen.